Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert, deinem Kanal rund um den Škoda Enyaq. Mein Name ist Matthias und heute sprechen wir über die Batterieheizung im Škoda Enyaq, besonders jetzt im Winter, und welche Veränderungen mit der ME3 bei dieser Batterieheizung oder beim Thermalmanagement gemacht wurden. Und für die, die nur ME3 kennen, gibt es auch noch einen kleinen Einblick, wie das vor der ME3 war. Auf geht's! Das Elektroauto und der Winter. Für viele ist das eine neue Erfahrung. Und für viele Enyaq-Fahrer ebenso. Und viele von euch haben wahrscheinlich nie die Zeit vor der Software ME3 erlebt und denken sich jetzt, ist das normal, was ich diesen Winter erlebe? Und die anderen von euch, die die Software ME2 schon kennen und das Update bekommen haben auf die ME3, fragen sich, was ist denn da passiert? Denn Škoda hat ja mit der ME3 groß verkündet, dass sie das Thermal Management, also das Thermomanagement des Batteriemanagementsystems deutlich verbessert haben. Und während die einen jetzt berichten, dass der Verbrauch sensationell gesunken ist, sagen die anderen genau das Gegenteil. Wo sich alle einig sind, ist, dass die Ladeleistung an der Ladesäule beim Schnellladen richtig schlecht geworden ist. Und wo sich auch ganz viele drüber wundern, ist, dass vorne der grüne Leistungsbalken und der blaue Rekuperationsbalken jetzt so oft eingeschränkt ist. Was geändert wurde in den unterschiedlichen Softwareversionen, da wird sowieso oft drüber spekuliert und gemunkelt. Doch beim Thermomanagement wissen wir das und beginne einfach mal mit dem, was wir vor der ME3 in den Fahrzeugen hatten und was viele gar nicht mehr kennen. Wichtig dabei, ich verwende jetzt Software-Versionsbezeichnungen, die im Prinzip nicht korrekt sind. Allerdings gab es die Einblendung ID-Software erst mit der ME3. Das heißt, wir haben uns immer mit einer anderen Nummer beholfen, die sich aber eigentlich gar nicht auf die ID-Software bezieht. Ist ein anderes Thema, gehört hier nicht hin. Seht mir das nach, wenn ich die Nummern zur Unterscheidung verwende. Es gab mal eine Software 0792 und bei der war es so, dass die Batterie, sobald sie 8 Grad oder weniger Temperatur hatte, immer auf 10 bis 12 Grad geheizt wurde. Das wurde mit der Software 0795, mein Enyaq beispielsweise ist ein solcher, der kam mit 0795 zu mir, geändert und zwar auf 0 Grad. Wenn die Batterie 0 Grad oder weniger hatte, dann wurde sie einfach knallhart auf 10 bis 12 Grad geheizt. Das war für viele Kunden nicht unbedingt die optimale Programmierung dieses Thermomanagements. Denn wer damit nur kurze Strecken im Winter gefahren ist, hatte sehr hohe Verbräuche von bis zu 35, 37 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Warum? Weil natürlich die Batterie, wenn sie zu kalt war, sofort geheizt wurde mit der maximalen Leistung von diesem Heizelement und versucht wurde, 10 bis 12 Grad zu erreichen. Auf längeren Strecken hingegen war das von Vorteil, möglichst schnell eine warme Batterie zu bekommen, weil dadurch die Verbräuche gesunken sind. Zudem war der Enyaq etwas besser am Schnelllader. Er war nicht wirklich gut. Ich verlinke euch hier mal ein Video aus der Zeit mit der berühmten Methode BLOED oder auch blöd. Unbedingt mal anschauen. Aber die Leistung am Schnelllader war besser als für die meisten Kunden in diesem Winter. Viel wichtiger war, dadurch, dass die Batterie sehr schnell warm wurde, gab es so gut wie nie eine Einschränkung bei der Rekuperation oder bei der Leistungsabgabe. Also die Balken da vorne, die waren immer voll eingeblendet und nicht stückweit ausgegraut. Nichtsdestotrotz, es gab jede Menge Beschwerden über zu hohe Verbräuche. Und aus diesem Grund wurde das mit der ME3 abgeändert. Mit der ME3 verhält sich dieses System nach wie vor genauso statisch wie vorher, nur mit anderen Parametern. Neu wird die Batterie erst, wenn sie unter 0 Grad ist, also so ab -1 Grad, geheizt, aber nur, dass sie knapp über 0 Grad kommt, also so bis 1-2 Grad, meistens bis 1 Grad. Sonst nichts mehr. Alles andere unterlässt der Enyaq. Das Ziel hier ist ganz klar die Senkung des Kurzstreckenverbrauchs. Und genau das wollen wir jetzt mal testen. Ich habe ein paar Testvorgänge für euch vorbereitet. Ich habe ein paar Daten mitgebracht und das schauen wir uns jetzt an. Nicht immer kann man seine Abfahrt planen. Heute zum Beispiel musste ich spontan los und ich habe 79% State of Charge. Und trotzdem sind sowohl Rekuperation als auch die Leistung leicht eingeschränkt. Ihr seht die kleinen grauen Bereiche an den Balken. Und das, obwohl ich eine Batterietemperatur von 5,5 Grad habe. Da unten seht ihr, der Heizkreislauf der Batterie ist nicht aktiv.
Die Außentemperatur von 5 Grad kommt heute nur zustande, weil ich in der Tiefgarage stehe. Am Ziel angekommen bin ich bei der Batterie jetzt auf 8 Grad. Das heißt, 2,5 Grad konnte ich durchs Fahren gewinnen. Mein Verbrauch liegt auf dieser Strecke jetzt bei 27,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Im Herbst lag er hier eher bei 21 bis 23. Also ich habe einen deutlichen Mehrverbrauch auf dieser Strecke. Ein Großteil der Strecke ist Autobahn, der Rest ist Stadt. Draußen sind es minus 0,5 Grad. Ich lasse das Auto jetzt, während ich arbeite, draußen stehen und wir gucken einfach mal, wie weit die Batterie bei einem üblichen Arbeitstag von mir auskühlt und was passiert, wenn wir hier wieder losfahren. Es ist Zeit, nach Hause zu fahren. Jetzt war ich lang genug im Office. Ihr seht hier am aktuellen Verbrauch 600 Watt. Da wird keine Heizung an sein in meinem Fahrzeug. Und ihr seht, die Batterietemperatur ist jetzt von den 8 Grad auch runter auf 4,5 Grad. 4,5 Grad ist auch die Außentemperatur. Hier hat jetzt kein Heizvorgang der Batterie stattgefunden. Dementsprechend wird es auch bei dieser Leistungseinschränkung dort vorne bleiben. Die Rekuperationsleistung ist jedoch nicht mehr eingeschränkt hinsichtlich des Balkens, was einzig und allein daran liegt, dass der SOC nicht mehr bei 79%, sondern jetzt bei 67% liegt und die Batterie wahrscheinlich hier mehr Strombeaufschlagung verträgt. Kurz nach 6 am Morgen, minus 5,5 Grad draußen und die Batterie hat minus 1 Grad. Wenn jetzt die Vorheizung durch die Abfahrtszeit nicht einsetzt, dann scheint für mich irgendwas nicht zu stimmen. Wenn ihr nach da vorne schaut, wir sind runter von 50 auf 49%, aber auch das kann nicht mit irgendeiner Vorkonditionierung zu tun haben, denn dafür ist die Batterie zu kalt. Jetzt warten wir ab, was passiert, wenn meine Abfahrtszeit gleich erreicht wird und ob der Batterie dann wärmer ist als minus 1 Grad. 3 Minuten vor der Abfahrtszeit, es ist angenehm warm hier im Auto. Wir haben auch ungefähr 2% Batterie verbraucht. Und wenn wir jetzt einen Blick auf den Carscanner werfen, sehen wir, die Batterie wurde geheizt. Wir sind nicht mehr bei minus 1 Grad, sondern plus 1 Grad. Das Auto stand über Nacht draußen. Ihr seht, die Scheibe ist gefroren. Hier liegt Schnee drauf. Ich habe bewusst nicht vorklimatisiert. Jetzt gucken wir doch einfach mal im Auto, wie warm ist die Batterie und wird sie geheizt oder nicht. Das Auto hat jetzt über 13 Stunden draußen gestanden. In der Kabine hier, also im Innenraum, sind es auch Minusgrade. Draußen haben wir minus 1,5 Grad. Das stimmt auch mit der Anzeige da überein. Die Batterie aber hat 1 Grad. Das kann nur bedeuten, dass der Enyaq die Batterie über Nacht versucht hat, über 0 Grad zu halten. Denn bei 13 Stunden draußen und diesen Temperaturen wäre die Batterie jetzt auch, das ist zumindest meine Vermutung, im Minusbereich. Das Erste, was beim Losfahren auffällt, ist die stark eingeschränkte Rekuperationsleistung hier. Der blaue Balken ist halbiert. Bei 80% SOC ist das eher unwahrscheinlich. Bei 80% SOC sollte dieser Balken voll nutzbar sein. Und das nächste, was natürlich spannend ist, ist der Verbrauch. Denn diese gesamten Maßnahmen zur Verbesserung des Thermomanagements sollen ja laut Škoda den Verbrauch senken. Diesmal bin ich bewusst nicht ins Büro gefahren, sondern habe eine Kurzstrecke gewählt von einer Viertelstunde, 7 Kilometer. Ein bisschen Landstraße, viel Ort und Stadt. Und ihr seht, ich komme auf etwas über 30 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Die Batterie hat sich nicht nennenswert erhöht. Sie ist jetzt 1 Grad wärmer als zuvor. Und der Test ist deswegen bei mir auch auf der Kurzstrecke jetzt gewesen, weil es genau darum ja geht bei der Optimierung der Batterie. Der Kurzstreckenverbrauch, der war für viele Kunden zu hoch im Winter durch das Heizen der Batterie und das sollte das Thermomanagement verbessern. Und das hat es auch. Der eine oder andere wird jetzt sagen, ja wo denn, du bist bei über 30 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, das ist aber ungefähr 5 Kilowattstunden weniger als Pre-ME3. Da war der Verbrauch auf der Kurzstrecke durchaus auch mal in diesem Bereich. Jetzt habe ich doch noch einen allerletzten Test gemacht und wie ihr sehen könnt, ich stehe in meiner Tiefgarage, aber die Batterie hat trotzdem nur 0,5 Grad. Der Innenraum ist mucklig warm
Auch hier ist die Cabin Temperature nur bei 6 Grad irgendwas im OBD-Adapter. Das stimmt nicht, es ist ganz angenehm warm. Und in der Tiefgarage waren es heute minus 1,5 Grad. Der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, dass ich ihn an die Wallbox geklemmt habe. Die Rekuperation ist jetzt bei einem Ladestand, bei einem SOC von 80% ungefähr um die Hälfte eingeschränkt. Und selbst bei 80% habe ich nicht die volle Leistung im Auto zur Verfügung. Und hier seht ihr den Verlauf meiner Pendelstrecke zur Arbeit auf der Hinfahrt. Und obwohl ja die Balken eingeschränkt waren, auch bei der Leistung, also der grüne Balken, habe ich maximal 229 Kilowatt abrufen können. Das sind diese Spitzen hier. Das ist sogar mehr als die 195 kW, die mein Auto als Spezifikation hat. Was man aber auch sehr schön sieht, ist, ich habe nicht mehr als 68 kW rekuperieren können. Das seht ihr hier unten und das bei einer Batterietemperatur von 6 Grad. Und der blaue Balken war also völlig zu Recht eingeschränkt, denn im Normalfall könntet ihr mit dem Enyaq mehr als doppelt so viel rekuperieren. Schauen wir uns die Rückfahrt der Pendelstrecke an. Das ist hier, da war die Batterie bei 4,5 Grad. Und was wir sehen, die Maximalleistung hat um 5 kW abgenommen und die Rekuperationsleistung auch um 4 kW. Wir haben also eine etwas reduziertere Leistung. Und das ergibt auch Sinn, weil der Batterie kälter ist. Und noch deutlicher wird es hier bei meiner Kurzstrecke. Obwohl auch hier wieder der grüne Balken eingeschränkt war, habe ich die maximale Leistung abrufen können. Aber ich habe mit nicht mehr als 47 Kilowatt rekuperieren können. Das seht ihr hier unten bei einer Batterietemperatur von 1,5 Grad. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum ist das eigentlich so asymmetrisch? Also so viel mehr Leistung, die man abrufen kann, im Verhältnis zu dem, was man beim Laden wieder in den Akku bekommt. Technisch gesprochen liegt das an der Interkalationsrate der Graphitanode und die einfach langsamer wieder Lithium-Ionen einlagern kann als die Kathode. Darüber mache ich allerdings nochmal ein separates Video, weil das ist auch wieder relativ theoretisch. Da habe ich mir auch schon ein bisschen was zu überlegt. Da geht es dann um Batterietemperatur, Batteriekapazität und Co. Einfach im Kopf behalten, der Weg bei der Leistungsentnahme, der ist schneller als der Weg bei der Leistungsspeicherung. Merkt ihr aber ja auch an einer Ladesäule, wenn ihr das anseht und ihr mit 1,5 Grad an eine Ladesäule kommt, Batterietemperatur 1,5 Grad, dann ist klar, dass auch dieser Ladevorgang nicht viel höher als diese 47, 50 kW sein wird am Anfang, weil die Batterie einfach nicht schneller kann. Der Unterschied ist, dass an der Ladesäule ja dann, sobald ihr angesteckt habt, die Batterie geheizt wird vom Heizelement und auch vom Ladevorgang und dadurch wärmer wird, viel, viel schneller, als sie erwärmt wird, wenn ihr fahrt. Deswegen steigt dann da irgendwann auch die Ladeleistung. Was ich euch jetzt noch gerne gezeigt hätte, das wäre eine Heizsimulation. Also euch zu zeigen, wie schnell wird die Batterie denn über diese 1 Grad erwärmt, also auf die ursprünglich mal 10 bis 12 Grad. Aber diese Simulation, die kann ich euch nicht zeigen und somit kann ich euch auch nicht zeigen, wie viel die verbraucht, weil es einfach keinen manuellen Weg gibt, das Heizelement in diesem Kreislauf zu aktivieren. Ist ja auch etwas, worüber sich sehr, sehr viele Kunden jetzt beschweren, dass sie keine Chance haben, die Batterie auf einem anderen Wege warm zu bringen, als sie ständig mit starkem Strom zu beaufschlagen. Also sprich, richtig viel Leistung abrufen, zu rekuperieren. Denkt an Methode BLOED zurück. Dementsprechend kann ich euch diesen Test nicht zeigen. Wir müssten es also eigentlich theoretisch ausrechnen, aber das ist ziemlich komplex. Ich habe mir dazu sogar eine Masterarbeit von der TU München angesehen, aber das würde dieses Video komplett sprengen, weil da sind natürlich jede Menge Annahmen drin von Wärmekapazitäten und von Wärmeübertragungsleistungen. Wir haben also ein elektrisches Heizelement mit maximal 5,5 kW, das eine Flüssigkeit erwärmt und da die mit dem restlichen Kreislauf verbunden ist, können wir davon ausgehen, dass das irgendwie so eine Wasser-Glykol-Sonst-was-Mischung ist. Und wir wissen davon nicht einmal, wie viel Liter in diesem Auto sind und wie viel da wirklich geheizt wird und wie viel mit welchen Ventilen abgesperrt werden kann. Also wir müssten wissen, welche Flüssigkeit ist das, wie viel ist davon drin, wie wird das Heizelement angesteuert, dass es Leistung abgibt. Dann könnten wir ausrechnen, wie die Flüssigkeit erwärmt wird. Dann müssten wir schauen,
mit welchem Aluminium oder Metall die umgeben ist. Wahrscheinlich ist es Aluminium. Wie findet dort die Wärmeübertragung von der Flüssigkeit auf das Aluminium statt? Dann müssten wir wieder weiter gucken. Das Aluminium übergibt es auf eine Wärmeleitpaste. Die Wärmeleitpaste dann auf das Batteriemodul und das Batteriemodul nach innen auf die Zelle. Das jetzt theoretisch zu simulieren mit Rechnen, ja, das würde wahrscheinlich dann tatsächlich eine Masterarbeit ergeben. Schauen wir weiter auf das, was wir aus diesen Informationen ziehen können. So ist zum Beispiel auch auffällig, dass die Batterie, obwohl die Umgebungstemperatur deutlich unter 0 Grad liegt, selbst nicht unter 0 Grad fällt. Denkt an die Tests von mir zurück. Also scheinbar achtet der Enyaq, auch wenn er abgestellt ist, darauf, dass die Batterie nicht zu kalt wird. Wirklich nachvollziehen konnte ich das noch nicht. Dafür müsste man noch viel tiefere Temperaturen erreichen und das dann überprüfen. Aber meine Annahme ist, der Enyaq achtet schon darauf, dass der Batterie nie zu kalt wird. Was auch sehr auffällig ist, ist, diesen Winter, ja, und bei allen ME3-Fahrern, die kennen das gar nicht anders, sind sowohl Leistung und Rekuperation grafisch auf dem Display eingeschränkt, wobei wir gemerkt haben, dass die Leistung eigentlich gar nicht eingeschränkt ist, die Rekuperation aber sehr wohl eingeschränkt wurde. Ja, das sind die Messungen, die ich da mit dem Car-Scanner auf meinem Laptop gezeigt habe. Was wir auch merken, die Wärme, die durch den Innenwiderstand der Batterie entsteht beim Fahren, die reicht nicht, um die Batterie vernünftig zu erwärmen. Selbst auf meiner Arbeitsstrecke habe ich keine wirklich brauchbaren Batterietemperaturen erreichen können. Das schafft ihr wirklich nur im oberen Geschwindigkeitssegment jenseits der 120, 130, 140, wenn ihr kontinuierlich über die Autobahn fahrt und die Batterie nahezu komplett entleert. Im gewöhnlichen Alltag, wo man nicht so lange Strecken fährt, habt ihr keine Chance, die Batterie warm genug zu bekommen seit der ME3. Das Ergebnis davon ist, dass der Kurzstreckenverbrauch jetzt deutlich niedriger ist als Prä-ME3. Bei mir ungefähr 5 bis 7 Kilowattstunden. Das hat die eine kleine kurze Testfahrt tatsächlich für mich gezeigt. Aber ganz ehrlich, der Verbrauch war immer noch über 30 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Also von gut würde ich jetzt hier noch nicht sprechen wollen. Allerdings hat man sich das sehr teuer erkauft bei Škoda, nämlich auf die Kosten des Verbrauchs auf der Mittel- oder typischen Pendelstrecke und auf Kosten des schnellen Ladens an der Ladesäule. Das war schon im letzten Winter mit um die 80 bis 90 kW nicht berauschend, aber diesen Winter haben mir mittlerweile sehr viele Zuschauer berichtet, dass sie teilweise mit 40, 50 oder 60 kW an der Ladesäule stehen. Und das ist logisch, weil die Batterie einfach kälter ist als Prä-ME3. Und die jetzt nur ME3 kennen, ja, für die ist das ganz normal. Die wissen gar nicht, dass das mal letzten Winter auch schon schlecht, aber noch besser war. Für mich ist der Preis des niedrigen Kurzstreckenverbrauchs viel zu hoch. Das heißt, nur um auf der Kurzstrecke ein wenig Strom zu sparen, all das in Kauf zu nehmen, insbesondere auch, wenn ich jetzt an die eingeschränkte Rekuperationsleistung denke, das finde ich persönlich keine gute Lösung. Was ich damit sagen möchte, ist, dass Škoda eine nicht gute Lösung in eine andere nicht gute Lösung überführt hat. Das ist immer noch nicht die richtige Lösung und von einem verbesserten Thermomanagement würde ich hier nicht sprechen. Ich würde hier von einem veränderten Thermomanagement sprechen. Wer dem Kanal schon länger folgt, der weiß aber, dass Speicher elektrisiert kein Škoda-Bashing betreibt, auch wenn ich natürlich mitunter sehr hart mit Škoda, VW und CARIAD ins Gericht gehe. Nein, Speicher elektrisiert übt im Allgemeinen konstruktive Kritik und aus diesem Grund kommen wir jetzt zu dem, wie ich mir wünsche, dass das auf der MEB-Plattform gelöst wird. Für mich gibt es mehrere Lösungsansätze, die sich quasi wie so Stufen aufeinander aufbauen, von aktuell statischem Heizen, das ist so die Stufe ganz da unten, hin zu einer Art intelligenten Heizen der Batterie führen. Oder die oberste Stufe hier oben, das wäre für mich wirklich eine Art intelligentes Heizmanagement, ohne dass ich als Fahrer des Enyaqs irgendetwas machen muss, weil das Auto einfach weiß, was ich will. Das ist natürlich gar nicht einfach, weil woher soll das Auto wissen, was ich will? Also insbesondere, wie lang fahre ich, wie schnell fahre ich und so weiter.
Deswegen gibt es für mich da Zwischenstufen. Und an diese Zwischenstufen würde ich mir wünschen, wenn Škoda oder eben CARIAD, wo wahrscheinlich auch diese Software verbrochen hat, rangehen würde. Das erste wäre, wie mit der ME3, halte die Temperatur immer über 0. Die Grundregel könnte man ja beibehalten. Hängst du an einer Wallbox, dann heize immer höher und bring die Batterie auf über 10 Grad, so wie es vor der ME3 der Fall war. Wer jetzt sagt, das will ich aber gar nicht, das kostet ja extra Energie, okay, kein Problem, könnte man ja in einem Menü einstellbar machen, wo man sagen kann, an der Wallbox die Batterie optimal konditionieren, ja, nein. Und man könnte sogar noch eine weitere Option einführen, Zieltemperatur, niedrig, normal, hoch. Das hingegen mache ich jetzt mal mit so einem Sternchen. Meine Anmerkung dazu, das kommt aber auch in einem anderen Video, ist, ich würde mir beim Enyaq wünschen, wenn es einen, ich sag mal, Convenience Mode gibt und einen Expert Mode, was die Einstellungen angeht. Im ersten wird vieles auf das abgestimmt, was für die meisten Fahrenden des Enyaqs ausreicht, ohne dass man viel konfigurieren muss oder sonst was. So der Easy Mode. Und im Expert oder Profi Mode kann ich noch viel mehr Sachen einstellen für all die technisch verliebten Leute da draußen, so wie ich. Diese Zieltemperatureinstellung würde für mich in den Profi-Modus fallen. Der nächste Schritt passiert dann, egal ob ich jetzt an der Wallbox temperiert habe oder auf 0 Grad bin, weil ich nicht an der Wallbox hing, beim Starten des Fahrzeugs. Das erste wäre, beim Starten des Fahrzeugs prüfe, ob eine Navigation aktiviert ist. Wenn ja, dann heize die Batterie, wenn es aufgrund der programmierten Strecke und Fahrtdauer lohnt. Das müsste ein Enyaq berechnen können. Sind auf dieser navigierten Strecke Ladesäulen eingeplant worden von der Škoda-Navigation? Wunderbar! Dann heize die Batterie auf 20 Grad für besseres Laden, kurz bevor du die Ladesäule erreichst. Oder frage den Fahrer, soll ich die Batterie für optimiertes Laden heizen? Du verlierst dadurch ungefähr 30 Kilometer Reichweite, gewinnst aber 10 Minuten an der Ladesäule. Dann kann man immer noch entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Wenn einem die Ladezeit egal ist, weil man eh noch zu Mittag isst, ja, dann nimmt man halt die längere Strecke mit und umgekehrt. Keine Navigation aktiv? Obacht, Enyaq, da musst du etwas anderes tun. Frage doch da einfach den Fahrer. Eine Meldung auf diesem Screen hier, ja? Fährst du eine kurze oder eine lange Strecke, sprich ist die Strecke länger als x Kilometer, beziehungsweise planst du länger als x Minuten zu fahren? Wenn der Fahrer dann Ja sagt, dann heizt die Batterie. Wenn der Fahrer Nein sagt, dann heizt sie nicht. Oder weis ihn doch darauf hin, für eine optimale Batterietemperatur empfehle ich dir, die Navigation zu nutzen, selbst auf einer bekannten Strecke. Das wären so Möglichkeiten, die der Enyaq ja hätte. Kann man ja auch wieder optional machen mit entsprechenden Einstellungen. Das Ganze wäre ein adaptives, dynamisches System, das sich grundsätzlich anpasst und das vor allem auch die Sachen berücksichtigt, die der Enyaq nicht wissen kann. Wenn das zu schwierig ist, gehen wir doch auf meinem Stufenmodell eine Stufe nach unten und sagen, beim Starten frage den Fahrer, soll ich die Batterie heizen? Ja oder nein? Und wenn man das noch ein bisschen besser machen will, schreibt man noch bei dieser Frage dazu, das lohnt sich ab einer Strecke von xx Kilometern oder x Minuten Fahrzeit. Ist das immer noch zu kompliziert, dann lasst uns noch eine Stufe nach unten gehen. Dann wäre mein folgender Vorschlag, dann baut uns doch hier eine virtuelle Schaltfläche ein, idealerweise auch auf die Favoriten hier unten legbar, die nichts anderes macht, als die Batterie zu heizen. Ja, eine manuelle Batterieheizung, wer hätte es gedacht? Und wenn ich diesen Knopf dann da drücke, dann kommt eine kleine Hinweismeldung, die sagt, möchtest du das Batterieheizen durchführen? Ja, nein. Und wenn wir das noch ein bisschen klüger machen, dann schreibt er einfach dazu, das verbraucht ca. xx Kilowattstunden oder das verbraucht ca. x% SOC oder das verbraucht ca. x Kilometer deiner Reichweite. Und das könnten wir noch ein bisschen cleverer machen, da der Enyaq ja meinen Durchschnittsverbrauch
kennt und sicherlich auch grob berechnen kann, wie sich dieser bei unterschiedlichen Temperaturen verändert, könnte er mir ja zum Beispiel auch einblenden, wenn du jetzt die Batterie heizt, dann wird dein Durchschnittsverbrauch von aktuell so und so viel auf so viel gesenkt werden. Und schon könnte ich als mündiger Fahrer selbst entscheiden, möchte ich das machen oder nicht. Und wenn das jetzt immer noch zu schwierig ist, dann kann ich sogar noch eine Stufe weiter runtergehen. Und es wäre immer noch besser als das, was wir jetzt haben. Dann habe ich auch wieder diesen virtuellen Button hier, auf den ich drücken kann. Aber der Enyaq stellt mir nicht mal mehr die Frage, ob ich das überhaupt möchte. Nein, der lässt den Fahrer komplett selbst entscheiden nach dem Motto, der wird schon wissen, was er tut. Hau ich auf den Knopf, dann geht die Batterieheizung an. Und das Einzige, was der Enyaq jetzt hier noch machen müsste, ist lediglich zu prüfen, ob es der State of Charge meiner Batterie zulässt, dass geheizt wird. Jetzt mal unabhängig der genannten Stufen, egal welche davon umgesetzt wird, das würde doch überhaupt erstmal dazu führen, dass wir hier ein System haben, das auch zu Recht Thermomanagement genannt wird, weil es adaptiv, dynamisch ist und reagieren kann auf unterschiedliche Situationen. Weil das, was wir heute im Enyaq haben, das ist einfach nur Heizen ohne Verstand. Ja, da gibt es einfach statische Regeln und die müssen halt einfach für jeden passen. So nach dem Motto, wenn das Werkzeug halt nur der Hammer ist, dann ist alles ein Nagel. Leider ist das in der Elektromobilität aber nicht so. Das ist fast nirgendwo so der Fall. Und darum würde ich mir das wünschen. Weil ansonsten erleben wir auch den dritten Winter mit Unzufriedenheit, solange wir nicht aus dieser Ursuppe statischen Heizens auf ein dynamisches System hochkommen. Und ich bin mir sicher, dass es bei VW, CARIAD oder Skoda kluge, clevere Ingenieure gibt, die in der Lage sind, so etwas umzusetzen. Denn andere Hersteller, die können das ja schließlich auch. Ja, jetzt seid ihr gefragt. Was haltet ihr von dieser Analyse? Was denkt ihr über meine Lösungsvorschläge? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Was würdet ihr euch bezüglich des Thermomanagements noch wünschen? Ab in die Kommentare. Und habt ihr wirklich noch die Hoffnung, dass das besser wird mit einer der zukünftigen Softwareversionen? Auch das bitte einfach unten in die Kommentare. Ja, und dann danke ich dir, dass du dieses Video gesehen hast. Und falls du noch nicht abonniert hast, abonniere bitte diesen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Lass dem Video auch einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, bleib energiegeladen.